Hallo Freunde, hier ist der Martin von den Termingeiern. Genau, richtig. Oh mein Gott, ja, wir sind zurück mit einem nächsten Video. Wer hätte es gedacht? Ich. Meine Stimme, die war irgendwie kurz komisch. Da kann ich nicht viel dafür. Oder auch doch. Leider. Ja. Wir sind zurück mit dem Video und zwar haben wir an der Gamescom ein interessantes Video für euch aufgenommen und zwar war das ein Interview mit dem CEO von Vicarious Visions, dem guten Herrn Guha Bala, und das war sehr aufschlussreich und ja, schaut's euch doch einfach selber an. Dann sehen wir uns später nämlich nochmal. Ciao. Nice to meet you. Nice to meet you also. So we saw the new superchargers, the Skylanders superchargers. The first question is, you introduced the online mode for online racings and online co-op mode. At the beginning, you said, Activision said, we won't introduce online mode to Skylanders because we want that people play together. Why did you change your mind? So with Skylanders, when it first came out in 2011, most of our players were not on connected consoles, so they didn't have a connection. And so we thought the best way to give the best experience is to encourage the local play, to kind of play in the living room, play together, play in the living room. And that's changed over time. You know, we have new platforms, more people are connected to the internet, especially on the game systems that Skylanders is played on. Skylanders, you know, of course, is not a hardcore gamer's pro game. Yeah. It may be a child's very first game. And so we wanted to keep in mind two things. One is how many of the consoles and the devices are connected. The second thing is making experiences very safe for children and never losing the sight that it's also about playing together. Okay. Also ich habe gefragt, beim ersten Skylanders-Spiel haben sie ja gesagt, wir wollen keinen Online-Modus machen. Jetzt haben sie eben den Online-Modus angekündigt und die Frage war, warum haben sie ihre Meinung geändert? Und die Antwort war, zuerst hatten viele Konsolen gar keine Anschluss ans Internet, konnten also gar nicht online spielen und so wollten sie dann das lokale Erlebnis fördern. Ja, das hat mit der Zeit mit den Next-Gen-Konsolen dann geändert und so haben sie dann auf zwei Sachen eben geachtet, wie viele Leute können das online spielen und man muss auch denken, es ist kein Pro-Game-Spiel, also es ist auch für Anfänger und so das dann gerecht zu halten, das Spiel. Yeah, we saw with Nintendo you made a deal. When I look here at the Donkey Kong, you can switch from a Skylander to an Amiibo figure. It's exclusive on the Wii U starter pack. Will we see more Amiibo Skylander? You know, we don't have any plans right now to do more Amiibo Skylanders. What we wanted to focus on for this was a unique creative opportunity. Both companies we've worked together for many years, Nintendo, Activision, Vicarious Visions, on many creative efforts. And when the Amiibo first came out, both of us, the creative teams at Vicarious, the creative team at Nintendo, thought we could do something unique. Okay. Meine Frage war, im neuen Wii U Starter Pack sieht man, gibt es zwei Amiibo Skylander, der Bowser und der Donkey Kong. Und die Frage war, ob wir in Zukunft mehr sehen wollen und die Antwort war im Moment noch nicht. Das war geplant von beiden Teams, weil sie jahrelang schon zusammenarbeiten, eine einmalige Gelegenheit für die Spieler hier zu kreieren. I'll give you some more on this one. Yeah. So, for example, the unique aspect of Donkey Kong in Skylanders is that he's actually designed to have
to really be among the Skylanders, at home in the Skylands. He has a unique move and upgrade tree that you can only find here. Okay. That's a homage to Donkey Kong, but it's completely new. And this is the first time you can play him in 3D since DK64. Ja. Also einige neue Features, die der Donkey Kong hier hat, sind neue Skillwege, die wir erstmals sehen seit einiger Zeit, seit der Nintendo 64. We saw over I think 20 Skylanders and 20 vehicles. Do we also will see new minis? So for Skylanders Superchargers, our toy variety is very simple. We have 20 new Supercharger Skylanders with all new upgrades and abilities, and the ability to uniquely pair with a vehicle. So, and then we have the 20 vehicles. And so it's a supercharger and vehicle pairing that makes it very special. Now, we don't have any new additional components to that collection, but the entire collection from the past is compatible with Skylanders Superchargers. All of the minis, the giants, all of the prior Skylanders, every Skylander can drive a vehicle. Okay. Also meine Frage war, wir sehen 20 neue Skylander, die eine passendes Fahrzeug dazu haben. Und die Frage war, ob wir trotzdem neue Minis sehen werden. Und weil die Antwort ist nein, weil eben die neuen Figuren jeweils ein eigenes Auto haben. Dann müsste eigentlich das Mini auch ein eigenes Auto haben. Ja, und, man kann aber allerdings die über 300 Figuren, also von vorhin kann man spielen, also man kann auch die Minis in ein bestehendes Auto setzen. So, with the over 300 figures, which is your favorite? So my favorite is actually Stealth Elf. This one here, she's actually comes in a new supercharged or a supercharger version. This is Supershot Stealth Elf. Now, the returning fan favorites like Stealth Elf have been totally reimagined. So this Stealth Elf is sort of bigger and tougher, like the older sister of Stealth Elf. She has a splinter cannon, totally new upgrade tree and abilities and that kind of thing. Now, Stealth Elf is actually my daughter's favorite character also. Okay. And she dresses up and, you know, plays a Stealth Elf and that kind of thing. That's how we started our work together on Skylanders. Yeah, and can the supercharged Stealth Elf mess with Elite Stealth Elf? Excuse me? In a battle, could mess the supercharged Stealth Elf, could hold on with the Elite? With the Eon's Elite Stealth Elf? You know, I think that's a matter of how much you upgrade. Yeah. You know, so of course, all the characters could be leveled up and upgraded and that kind of thing. I'm sure she could hold her own, but the players have to level her up. Nein. Also ich habe gefragt, wir kennen ja über 300 Skylander und welche Guhas Lieblings-Skylander ist. Und es ist der Supercharged Stealth Elf, genauso wie seine Tochter. Und die passende Frage dazu war, kann sie mit der Elite Stealth Elf mithalten? Und da dachte er, ja, es ist aber eine Frage des Levels. Also da könnt ihr euch dann reinlegen. Yeah, many of the community were a bit disappointed that you did not make very much chase variants since the last time. Will we see more chase variants in the new game? Well, we are committed to doing chase variants, and we'll do, you know, instead of treasure hunts, we'll see, you know, unique kind of exclusives, you know, throughout the year. You know, the first one that we announced is, of course, Dark Edition. Yeah. And so we have the Dark Editions for all the starter packs, and for the Nintendo starter packs, we have a special. You showed it to your fans already. Dark Edition Donkey Kong, the Dark Edition Bowser. We have unique vehicles that you can only find here. Donkey Kong's Dark Barrel Blaster, and the Clown Cruiser also. So this is the first series of that, but certainly we'll have additional chase variants as well. Okay. Meine Frage war, weil viele von euch waren ja ein bisschen enttäuscht, dass es in letzter Zeit nicht so viele Chase-Varianten gibt. Ich fragte, ob sich das ändern wird, und er meinte, ja, es wird neue Chase-Varianten geben. Angefangen wird es mit den Dark Edition Starterpacks, die wir aus den letzten Spielen schon kennen, auch für die Wii U, wie ihr hier sehen könnt.
The online race mode, see a few buttons. Will we see additional maps for them with updates or? So in the past we've done adventure packs with unique levels. So for Skylanders Superchargers we're doing action packs. So land, sea and sky action packs. So each action pack will have a supercharger vehicle, a supercharger Skylander, and a boss trophy. So this action pack will unlock new racetracks, like a land one will be for more land-based tracks, sea and sky accordingly. The boss trophy, so maybe you want to translate this and then I'll tell you the rest. There's more. Also ich fragte, wir haben ja den Online-Rennmodus gesehen und ob wir da zusätzliche Rennstrecken sehen werden und die Antwort war ja, wir werden Action Packs sehen, wo dann ein Skylander, ein Fahrzeug dabei sein wird und eine Trophäe, eine Boss-Trophäe und das Fahrzeug wird dann jeweils die passende, also Luft, See oder Erde Rennstrecke freischalten. And then in each one of these you get those new tracks, but also every trophy unlocks new types of race modes. So there's a mirror mode, there's also a boss trophy challenge, which means that every track has a villain into it. For example, you saw Chompy Garden, this one is the Chompy Mage. And the trophy allows you to challenge that villain in a race. And if you beat the villain, you can actually capture that villain and race as that villain with that villain's vehicle also. Okay. Do you have to trap it with the trap crystals from Trap Team? No, it's actually contained on the trophy. Okay. So the boss trophy comes with the action pack. Ja, also die Boss-Trophäen haben das im Stand noch, sie werden auch einen neuen Rennmodus dazufügen. Einer davon muss man gegen Bösewichte fahren. Und wenn es dann gelingt, kann man die dann einfangen. Nicht mit den Kristallen, die wir aus Trap Team kennen, sondern mit der Boss-Trophäe selber. Und dann könnt ihr mit dem Bösewicht selber fahren. Yeah, that's for the interview. Thank you for showing us today and hope to see you next year or 2 years when you make a new Skyland game. Okay, sounds good. Really, thank you, I appreciate it. So, ja, das war auch schon das Interview und schreibt uns doch mal in die Kommentare Folgendes. Wie hat euch denn das Interview gefallen? Wie gefällt euch das neue Spiel, wenn ihr schon Informationen dazu habt? Und werdet ihr euch das kaufen? Das wird mich echt mal interessieren, weil ich werde es mir bestimmt holen, weil... Hallo, Skylanders? Skylanders! In der Videobeschreibung, ganz weit unten, da gibt es noch ein paar Links. Da könnt ihr nämlich noch andere Sachen, die wir von der Gamescom exklusiv für euch aufgenommen haben, direkt auch noch anschauen. Ist das nicht was? Ja, dann, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Das bietet sich doch gerade so schön an hier unten. Wir sind immer froh um Likes und Abos, also unterstützt uns in dem, was wir tun. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video. Ciao, Leute!